Hallo und ganz herzlich willkommen. In diesem Video machen wir eine ganz simple Übung zum Spielen der allertiefsten Töne auf der Blockflöte. Mein Name ist Vera Petri und ich gebe euch Tipps zu schönem und gutem Blockflötenspiel. Ja, zunächst mal ist zum Spielen der ganz tiefen Töne, genau wie zum Spielen aller Töne eigentlich, die Körperhaltung sehr wichtig. Also da müsst ihr natürlich erstmal gucken, dass ihr gerade steht oder sitzt und dass dann eure Finger auch entsprechend frei beweglich sind, also nicht so viel Gewicht auf den Spielfingern lastet, sondern nur auf dem rechten Daumen und dass ihr die Flöte gut auf den Lippen liegen habt. Ich wiederhole mich da ein bisschen, aber das sind nun eben mal die Basics. Und natürlich die Basis von allem, der Atem, dass ihr richtig einatmet und auch die Luft dosiert beim Spielen. Dazu habe ich ja auch schon mal ein Video gemacht, das verlinke ich euch hier oben. 2 Videos sogar. Bei tiefen Tönen hängt sehr viel davon ab, ob ihr eine weite Mundstellung habt, im Gegensatz zu hohen Tönen, wo die Mundstellung innen drin eher eng sein sollte. Bei den tiefen Tönen braucht ihr eine weite Mundstellung, also dass ihr euch denkt, ihr sagt zum Beispiel den Vokal U oder O. Ich mache das mit U, ich finde, das geht eigentlich am einfachsten. Wenn ihr dann in eure Flöte reinblast mit dieser Mundstellung, dann klingt das so. Und so könnt ihr dann eben auch die tiefsten Töne schon mal besser spielen, als wenn ihr eine enge Mundstellung habt, wie bei hohen Tönen. Wenn ich das mal versuche mit wirklich enger Mundstellung, dann kommt das hierbei raus. Ja, und die Artikulation, also ob ihr eher weicher oder härter den Ton beginnt, also eher mit einem T oder D oder Tü oder Dü. Es gibt da noch nuanciertere Varianten, aber das ist jetzt mal ganz simpel dargestellt. Die härtere Artikulation und die weichere. Für die tiefen Töne eben eignet sich besser eine weiche Artikulation, zumindest für wirklich ein tiefes F auf der Alt oder ein tiefes C auf der Sopran, weil sonst der Ton eben überspringt. Wenn ihr aber jetzt die tiefen Töne schon weich anstoßt und es will trotzdem nicht klappen, dann kann es so sein, dass eure Artikulation trotzdem im Weg ist, also das Dü, das ihr machen möchtet. Und da kommt jetzt mein einfacher Trick zum Üben und auch manchmal zum Spielen in Stücken. Lasst bei dem allertiefsten Ton oder auch beim zweittiefsten das Dü mal ganz weg. Lasst die Artikulation mal ganz weg. Also was man ja normalerweise nicht machen soll, dass das nicht so klingt wie ein Anfänger. Aber ihr könnt mal ausprobieren, euren tiefsten Ton ganz ohne Artikulation zu Anfang zu spielen. Das funktioniert nämlich. Und wenn das nicht klappt, dann müsst ihr mal gucken, ob es an den Fingern liegt, an der Haltung und am Atem. Aber ich denke mal, ihr werdet erstaunt sein, wie das funktionieren kann. Der Vorteil ist nämlich auch, man kann sich ganz auf die Mundstellung konzentrieren. Ihr sprecht dann also kein Du, sondern ein U. Also wirklich nur. Und dadurch ist alles ganz locker hier im Mund und auch die Luft geht ganz locker raus. Euch ist dann sozusagen eure Zunge nicht im Weg. Wenn das gut klappt, dann ist es ein leichtes, die Artikulation wieder hinzuzunehmen und das genauso dann mit einem ganz zarten D zu probieren. Ja, ich spiele mal ein paar Töne ohne das Dü, ohne Beginnartikulation. Es gibt ja auch Stücke, wo ihr mit einem ganz tiefen Ton anfangen könnt. Ich spiele euch jetzt mal so ein paar Beispiele, wobei ich wirklich das tiefe F nicht artikuliere. Und ich wette, man hört keinen Unterschied.
Ja, das ist mein Kniff gewesen, um die ganz tiefen Töne zu üben. Ich kann es euch empfehlen und ihr müsst natürlich gucken im Stück, ob das wirklich hinhaut, ob das gut klingt, so wie ihr das machen möchtet. Auf jeden Fall hilft das, die Mundstellung zu lockern für die ganz tiefen Töne und den Atem freiströmen zu lassen. Ja, dann sage ich viel Spaß beim Ausprobieren und schreibt mir mal in die Kommentare, ob das funktioniert hat bei euch. Ja, ich freue mich dann wieder aufs nächste Mal und sage bis dahin, tschüss.